Ihr Haar wird sorgfältig in sanfte Wellen gelegt und der richtige Blick wird eine große Rolle spielen. Schließlich geht es um den Kopf von Maria. Und der soll in verkleinerter Form für Krippenfiguren verwendet werden. Individuell gestaltete und bekleidete Krippenfiguren, die weltweit gefragt sind. Die Eltern haben das aufgebaut und sie helfen immer mit. Und wir Geschwister, jeder hat einen Bereich. Und wenn man zusammen arbeitet, dann kann man viel mehr schaffen, als wenn man alleine ist. Jeder Kind mit Wiege passend dazu. Genau. Und dass die Maria dann schön zum Jesuskind dann. Der Südtiroler Familienbetrieb liegt am Eingang zum Grödnertal, berühmt für seine Schnitzkunst. Gerald Demetz ist Bildhauer, hat an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert. Er entwirft die Figuren. Realistisch und ausdrucksstark sollen sie sein. Die Herausforderung bei Maria: nicht zu lieblich darf sie werden, aber auch nicht zu ernst. Im Moment machen wir jetzt die ersten Skizze für den Kopf, was wir jetzt dann machen möchten. Wir arbeiten da mit Plastilin. Das ist Ton mit Paraffin und Wachs gemischt. Hat den Vorteil, dass es nicht aushärtet und dass man da immer wieder was ändern können. Beim Modellieren kann jetzt eigentlich nicht viel schief gehen, weil man eben die Möglichkeit hat, wieder was wegzumachen. Es ist jetzt alles viel zu groß, dann können wir da eigentlich relativ schnell Material wegmachen. Und dann sagen wir, nee, das ist jetzt zu klein, dann hat man das gleich mal wieder rauf gemacht. Wenn wir uns dann im nächsten Schritt in Holz die Skizze übertragen, dann ist das ganz eine andere Geschichte. Da muss man dann genau arbeiten. Auch wenn er immer mal wieder misst, viel macht die Erfahrung. Und eine konkrete Vorstellung. Eigentlich ist jetzt die Figur, wie ich sie haben möchte, schon in meinem Kopf. Natürlich kann sich das noch ändern. Wenn man dann während der Arbeit sieht, vielleicht wäre es anders besser. Und man beginnt eigentlich schon mit einer klaren Idee, wie das dann am Ende ausschauen soll. An die 200 Köpfe modelliert Gerald Demetz im Jahr. Für verschiedene Figuren in unterschiedlichsten Szenerien. Zentrale Gestalt einer Krippe ist natürlich Maria. Da geht es nicht nur darum, wie sie am Ende aussieht, sondern auch um ihren Blick. So wird von Anfang an und immer wieder viel Sorgfalt auf ihre Augen verwendet. Zunächst auf die Blickrichtung, später auf den Ausdruck. Im nächsten Schritt soll aus dieser Maria ein Holzkopf werden. Das übernimmt Vater Heinrich Demetz. Nach ihm heißt die Firma Heide. Er hat das Unternehmen 1970 gegründet und sich gemeinsam mit seiner Familie auf eine besondere Art von Krippenfiguren spezialisiert. Auch Heinrich Demetz ist Bildhauer und er weiß, wie wichtig eine gute Vorlage ist. So, jetzt habe ich das Modell fertig. Und danach wichtig, Blick nach unten, wenn das und zum Jesuskind hinschaut. Was weg ist, ist weg. Er muss wirklich genau arbeiten. Also studiert Heinrich Demetz immer wieder das Modell, das sein Sohn geschaffen hat.
Stück für Stück arbeitet er die Details heraus, mit kritischem Blick. Oder ein bisschen weiterkommen, ja. Aber von mir aus ist die Haltung noch zu steif. Ja, ich gehe da weiter zurück und mit dem Halsansatz auch noch etwas zurück. Genau. Kinn und das auch mehr nach unten. Man muss davon von der Seite anschauen. Ja, ja. Das ist schon also die Linie. Ein Vorteil, den wir haben, dass wir uns gegenseitig dann eben unterstützen können, damit man eben, weil wenn man länger dann darauf arbeitet, sieht man einiges nicht mehr. Und wenn man dann wieder mit frischem Auge drankommt, dann geht es eigentlich besser. Und dann manchmal sind es Kleinigkeiten, die man nicht sieht, aber die viel ausmachen. Und gerade Kleinigkeiten müssen jetzt zunehmend beachtet werden. Denn mit dem fertigen Holzkopf ist es ja nicht getan. Wenn Heinrich Demetz hier nicht ganz exakt arbeitet, ist die Grundlage für alle Marienköpfe der geplanten Kollektion unbrauchbar. Also dieser Kopf ist ja für einen Bronzeguss gedacht. Und da müssen die Oberflächen so glatt wie möglich sein, weil sonst der Taster, der vibriert dann und überträgt dann diese Vibrierung auf das fertige Produkt dann. Es ist die letzte Gelegenheit, Unregelmäßigkeiten zu entdecken und zu beseitigen. So glättet er den Holzkopf schließlich noch mit Schleifpapier. Alles muss perfekt sein, bevor Maria in eine Gießerei geschickt wird, mit der die Familie seit Jahren zusammenarbeitet. Dort weiß man genau, in welcher Verarbeitung der Kopf in Bronze gegossen werden muss, damit nach diesem Modell kleinere Köpfe gefräst werden können. Früher hat Familie Demetz selbst gefräst, aber inzwischen wäre der Aufwand zu groß. Im nahegelegenen Wolkenstein werden nach und nach aus Ahornklötzchen Marienköpfchen. Dafür muss jeder Millimeter des Bronzekopfs sorgfältig abgetastet werden. Eine Arbeit, die Konzentration, Präzision und Kraft erfordert. Es braucht mehrere Durchgänge, bis das Modell originalgetreu übertragen ist. Und auch hier heißt es, besonders aufpassen bei den Augen, damit der richtige Blick von Maria exakt weitergegeben wird. Später kann nur noch bedingt etwas korrigiert werden. Nach dem Fräsen landen die kleinen Köpfe wieder bei Familie Demetz, in den Händen von Romina. Sie ist eine der beiden Töchter des Hauses und gelernte Kunstmalerin. Jetzt wird jedes Köpfchen von Hand bemalt. Wir grundieren die Figur. Die ist ja aus Holz und Holz hat Poren. Die Köpfe werden dann später mit Ölfarbe bemalt und die Ölfarbe saugt sich in das Holz hinein. Und deswegen brauchen wir eine Schicht. Zu dick sollte die Schicht allerdings nicht werden und sie muss eine Nacht trocknen, damit sie sich nicht mit den Ölfarben vermischt. So werden üblicherweise erst einmal mehrere Teile nacheinander grundiert. Erst wenn sie trocken sind, geht es weiter mit dem Bemalen.
Dabei geht Romina Demetz fast wie eine Maskenbildnerin vor, verteilt zunächst einen ansprechenden Hautton schön gleichmäßig. Was zu viel ist, wird behutsam wieder abgenommen. Im Atelier einer Tante erlernte sie auch die sogenannte Fassmalerei. Eine jahrhundertealte Kunst mit der Aufgabe, Skulpturen zu bemalen und ihnen damit eine besondere Ausstrahlung zu verleihen. Man kann nicht vieles vertuschen oder das Unmögliche möglich machen, aber als Malerin hat man schon noch viel in der Hand, wie die Figur ausschaut. Wie mit Rouge werden Akzente gesetzt und so die Gesichtszüge modelliert. Das muss kurz trocknen, bevor sie dann das eigentliche Bemalen mit den Augen beginnt. Aus gutem Grund. Damit ich dann die Pinsel auch schön sauber habe und damit die Geduld auch noch ganz groß ist. Ich kann mich dann auch auf den Haaren abstützen und deswegen beginne ich auch mit den Augen. Und jetzt geht es nicht mehr darum, wohin Maria schaut, sondern wie. Ich kann auch verschiedene Blicke, ob die Figur dann erschrocken reinschaut oder wenn sie glücklich ist oder verärgert. Eben viel kommt dann schon von der Schnitzerei her, aber ich kann das noch ein bisschen daran arbeiten. Und wie sollte Maria schauen? Fromm und glücklich und öfters wird sie dann auch ein bisschen erschöpft. Sie hat ja viel schon vollbracht. Da alle Köpfchen von Hand bemalt werden, wird jede Maria ein bisschen anders. Manchmal bekommt sie helle Haare, für die klassisch-orientalische Kollektion werden die eher dunkel. Aber braun ist ja nicht gleich braun. Und ein bisschen wie beim Friseur sorgt Romina Demetz jetzt dafür, dass jede Maria ihre eigene Haarfarbe bekommt. Sie kann sie ja nicht nur jedes Mal ein bisschen anders mischen, sondern auch so etwas wie Strähnchen einarbeiten. Später wird sie die ganze Figur bemalen und ihr eine besondere Ausstrahlung verleihen. Jetzt übernimmt erst einmal ihre Schwester Yvonne. Yvonne Demetz hat, wie Vater und Bruder, das Bildhauerhandwerk erlernt. Sie ist diejenige in der Familie, die den aufwendig gefertigten Köpfen zu einer Figur verhilft. Hier bekommen sie sozusagen ihre Gestalt. Jetzt werde ich die Figuren montieren. Das heißt, sie bekommen den Körper und Hände und Füße werden rangeklebt. Man fängt eben mit den Armen zuerst an. Und verlässt sich trotz viel Erfahrung nicht aufs Augenmaß. Es gibt die Krippenfiguren in unterschiedlichen Größen. Für diese Ausführung soll Maria insgesamt 30 Zentimeter messen. Aber natürlich dürfen weder der Oberkörper noch die Beine zu lang oder zu kurz sein. Die Proportionen sind ganz wichtig. Deswegen vom Knie bis zum Fußknöchel sind es 3 Fußlängen. Und das muss dann stimmen, dass es passt. Die gewünschte Haltung wird ausprobiert. So, dann stellen wir mal die
Heilige Familie rein. Schauen wir, welche Stellung wir da machen. Ja, da werden wir fast die Maria kniend machen. Genau, dann schauen wir, dass man da in der Mitte dann Jesuskind mit Wiege passend dazu. Genau. Und dass die Maria dann schön zum Jesukind dann runterschaut. Runterschaut, ja. Genau. Die Hand vom Josef, die Schulter der Maria berührt, das ist ja. immer ganz schön. So, ich glaube. Und dann bekommt er noch einen Stock. In der geplanten Szenerie soll Maria also knien und wird jetzt entsprechend fixiert. Noch kann sie den Oberkörper ein bisschen zurechtbiegen. Dann werden mit Wattekügelchen Knie und Ellbogen angebracht. Schritt für Schritt nimmt das Drahtgestell mit Kopf Gestalt an. Jetzt kommt die Füllwatte, damit die Figur eben die Form bekommt, die sie haben sollte. Ansonsten wäre sie ja mit dem Draht und den Gummiteilchen viel zu dünn. Das ist dann ein Anatomieaufbau, kann man sagen. Wenn man schnitzt, dann muss man eben die ganzen Proportionen kennen. Und wir hatten auch Glück, dass es Abendkurse gab mit Aktzeichnen und so. Und dort haben wir auch viel gelernt. Jetzt fangen wir an, die Figur mit Stoff zu wickeln. Es sollte ein bisschen ein dehnbarer Stoff sein, damit man besser ziehen kann. Und es soll auch ein wenig alles hart werden und einen Halt haben muss die Figur. Ansonsten ist es ein bisschen wackelig. Wir nehmen meistens alte Spannleintücher und da ist die Farbe, wie wir sie bekommen. Weil wir verwenden viele gebrauchte Stoffe auch, weil die noch besser gehen als die neuen Stoffe. Die neuen Stoffe haben einen Wachs drauf und sind dann steifer und später beim Bekleiden saugt die Gipsmasse weniger ein. Wenn Maria die gewünschte Form hat, wird sie bekleidet. Aber das, sagt Yvonne Demetz, hat wenig mit Anziehen und viel mit Modellieren zu tun. So braucht sie dazu außer einem passenden Stoff genügend Gipsmasse. Die genaue Zusammensetzung ist Betriebsgeheimnis. Wichtig ist, dass der ganze Stoff vorne und hinten mit dieser Masse getränkt ist. Ganz wichtig ist, dass es Baumwolle ist, Leine oder Seide. Es kann kein synthetischer Faden im Stoff sein. Sobald ein synthetischer Faden da ist, gibt es keinen Faltenwurf mehr, weil der synthetische Faden saugt nicht diese Masse. Damit es schon heftet, dass der Rock nicht verrutscht.
Und jetzt kommt es darauf an, dass der Rock den richtigen Faltenwurf bekommt. Nur wenn der perfekt sitzt, wirkt es später echt, sieht die Figur nicht steif, sondern lebendig aus. Und nur solange der Rock noch nass ist, kann die Haltung noch ein bisschen verändert werden. Und jetzt ist wichtig, gleich die richtige Stellung, die Neigung und alles, damit ich nicht später Probleme habe. Weil wenn ich dann die Figur neigen will, ein bisschen mehr nach vorne, dann geht es nicht mehr, weil der Rock nicht mehr nachgibt. Das wird ja ganz hart, damit man später dann eben die Stoffe bemalen kann. Bis der Rock hart ist, dauert es eigentlich einen halben Tag und so arbeitet sie normalerweise an einer anderen Figur weiter. Wenn sie wie jetzt alles hintereinander macht und alles noch nass ist, muss sie aufpassen, dass sie die sorgfältig modellierten Falten nicht gleich wieder ruiniert. Für Maria nimmt Yvonne Demetz einen feineren Stoff als etwa für einen Hirten. Die Farbe spielt kaum eine Rolle. Nur für etwas, das später hell bemalt werden soll, würde sie nicht ausgerechnet schwarz nehmen. Aber grundsätzlich findet alles Verwendung. Für diese Art von Krippenfiguren gibt es keine Anleitung. Das hat sich Familie Demetz selbst beigebracht. Mit Probieren, Verwerfen und wieder Probieren. Ganz wichtig ist dabei auch das, was an Anregungen von den einzelnen Familienmitgliedern kommt. Kritik und Empfehlungen, und das gehört schon dazu. Ansonsten verbessert man sich nie. Noch ein paar Handgriffe, bevor alles trocknen muss. Dann ist wieder Romina Demetz zuständig. Sie beginnt mit einer Grundfarbe, die später den Gesamteindruck unterstützt. Die Maria bekommt ein rotes Kleid und dann ich nehme eine Farbe, die etwas dunkler ist, damit dann diese Tiefe, praktisch die Tiefen bekommen eine Stärke, wenn sie dunkler sind. Wenn jetzt da so eine Anatomie oder für mich dann ein Faltenwurf falsch ist, dann ist das ganz schwierig mit Farben auszubessern. Ob die ausgewählten Farben gut zusammenpassen, probiert sie direkt aus, indem sie abwechselnd aufträgt und nicht erst ein Kleidungsstück fertig bemalt. Die Grundfarbe wird sehr flüssig aufgetragen und viel davon, damit sie schön in die Tiefen dringt. Das hat auch seinen Nachteil. Man muss jetzt auch eben Acht geben, dass man die Figur nicht zu fest angreift oder zerquetscht, weil der Stoff wird jetzt auch wieder nass und der Faltenwurf könnte beschädigt werden. Da muss man jetzt auch Acht geben, wie man die Figur in der Hand haltet. Um nichts zu beschädigen, muss die Figur dann über Nacht noch mal trocknen, bevor es sozusagen an das große Finale geht. Ich benutze Acrylfarbe, hat die Eigenschaft, dass sie schnell trocknet und hat richtig eine gute Farbkraft. Sie ist deckend. Was noch schöner sind, das sind die Pigmente. Ich vermische die auch immer, damit ich auch da mehr Möglichkeiten habe. Ich beginne immer von innen nach außen zu bemalen und auch vom Dunklen ins Helle. Das nennt man Aufblitzen. So kommt die Tiefe bekommt Kraft und auf die Höhe ist dann die Hell.
Der Vorteil von Acrylfarbe, sagt Romina Demetz, ist, dass sie in mehreren Schichten arbeiten und somit immer noch etwas verbessern kann. 2 bis 3 Schichten wird sie insgesamt auftragen. Dazwischen muss das Ganze immer rund 15 Minuten trocknen. Nach und nach unterstreicht sie mit ihrer Kunst die Arbeit der Schwester, bringt noch mehr Leben in die Figur. Und jetzt sieht man auch schon, ein Faltenwurf bekommt jetzt noch mehr Kraft und Bewegung. Immer wieder mischt sie aus den knalligen Acrylfarben erdige Töne, passend zur klassisch-orientalischen Kollektion Immanuel. Die ist weltweit besonders beliebt. Aber sie bieten auch Figuren in anderem Stil an. Auch Sonderanfertigungen sind möglich. Diese Maria ist für die eigene große Krippensammlung bestimmt. Schlicht soll sie aussehen und doch Eindruck machen. Keine leichte Aufgabe. Und noch ist Romina Demetz nicht zufrieden. Im Unterschied etwa zu einem der heiligen 3 Könige gibt es bei Maria keine üppigen Verzierungen. Aber ein paar kleine Akzente dürfen es schon sein, schon um das Rot noch ein bisschen zu unterstreichen. Dann ist sie fertig für ihren Platz im hauseigenen Museum, das besucht werden kann. Hier finden sich die Arbeiten renommierter Krippenbauer, von orientalisch anmutenden Szenerien bis zur ländlich-rustikalen Winterlandschaft. Sie sind bevölkert von den Figuren der Familie Demetz, jede einzelne handgemacht. So, jetzt schauen wir, ob alles passt. Die Farben sind einmal richtig gelungen. Hauptsächlich rote Farbe ist schon richtig kräftig. Ja, jetzt probieren wir mal mit dem Jesuskind gleich. Und eben die Hand haben wir geschaut, dass die Hand von Josef auf der Schulter oder Maria. Oder mehr Blick. Geplant haben wir es so, ja. Na, jetzt haben wir schon ein bisschen Leben in der Familie, halt in der Krippe reingebracht. Die Schwestern sind zufrieden. Jetzt ist nach all den anderen Figuren dieser großen orientalischen Krippe auch die heilige Familie auf ihrem Platz. Mit einer Maria, die runterschaut auf das Jesuskind und fromm und glücklich wirkt und vielleicht auch ein bisschen erschöpft. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.